Höhenangst habe ich eigentlich prinzipiell nicht so, nee. Ja, also wir sind hier gerade in Nürnberg. Heute ist der dritte Halt der Bundesliga, also ersten Triathlon-Bundesliga. Max, who has the advantage in this race? I think Ollie has a little advantage, but I will definitely try to make it up during the race. They keep on saying, we'll find your straight way, 24 hours a day. Also, ihr müsst in die schwarzen Schlaufen links und rechts reinsteigen. Also ich habe bis jetzt noch keine Zeltdachtour gemacht und ich glaube, es wird echt cool, weil man bestimmt einen ziemlich guten Blick hat von da oben und deswegen freue ich mich darauf. Vielleicht kennt der ein oder andere das vom Klettern. Einfach den Karabiner hochziehen, nach links drücken und dann hier in diese gelben Schlaufen rein. Also ich war bis jetzt noch nicht oben, aber bei dem Wetter heute habe ich das Gefühl, dass es verdammt heiß da drauf auf jeden Fall wird und dass man aufpassen muss, dass es keinen Sonnenbrand gibt. Rechte Hand. Du kannst es auch mit links versuchen, geht natürlich auch, aber hängst ein bisschen an. Ich darf euch ein bisschen was zur Geschichte erzählen hier vom Olympiapark. So 1965 war dann schon der Fernsehturm hier und 1965 dann auch hier ein Herr kam nach München. Willi Daume, nationaler olympischer Komiteeleiter, hat den damaligen Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel gefragt, du Hans-Jochen, möchtest du dich nicht für die Olympischen Spiele 72 bewerben? München damals ja eine kleine Stadt irgendwo in Deutschland, keine großen Naherholungsgebiete, keine großen Stadien, aber hat sich überreden lassen und hat sich einen Tag vor Bewerbungsschluss auf diesen damaligen Schuttberg gestellt und eine Videobewerbung von 10 Minuten gedreht. Diese Bewerbung hat damals 10.000 D-Mark gekostet, 5.000 € umgerechnet. Heutzutage sind sie eher so im 30 Millionen Bereich in der Größenordnung oder 100 Millionen jetzt für Tokio. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Einmal alle lachen bitte. Ja, es hat uns schon interessiert, wie genau denn das Dach so instand gehalten wird. Also wie man das dann eigentlich kontrollieren kann, dass da das alles aufeinander abgestimmt ist und hält. Das war eigentlich schon ziemlich beeindruckend, dass es da eigentlich reicht, dass einmal im Jahr mal ein TÜV drüber schaut und ein paar Schrauben dreht. Wenn jetzt hier ein Seil ausgetauscht werden müsste, müsste man das Dach wahrscheinlich komplett ablassen, weil man kann hier nicht einfach ein Seil rausnehmen, weil man kann die Kräfte gar nicht abfangen. Also das Dach liegt aktuell in einem statischen Gleichgewicht. Und würde man jetzt hier ein Seil entfernen, würde das Dach sich verschieben, würde anders stehen. Somit wirken wieder komplett andere Kräfte auf die anderen Teile. Und das wüsste man gar nicht, wie das... Was macht man in 20 Jahren? Man geht davon aus, dass es nochmal 50 Jahre so hält, ohne dass man irgendwas an der tragenden Konstruktion machen muss. Das Einzige, was man hier am Dach machen kann und machen muss, sind die Dachplatten hier auszutauschen. Gelernt, wie es errichtet worden ist, welche Materialien das besteht, alles drum und dran. Simon Henseleit, Triathlon. Franka Henseleit, Triathlon. Auch hier in der Bundesliga viele Erfahrungen gesammelt.
Der hat mal gesagt, ganz vorne und ganz hinten. Ja, wir sind hier in Nürnberg in meiner zweiten Heimat, jetzt eigentlich also eher Wahlheimat. Heute ist der dritte Halt der Bundesliga, also ersten Triathlon-Bundesliga hier in Nürnberg. Das heißt, so eine Art Heimspiel für mich über die Sprintdistanz. Das heißt 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Ich habe erst diese Saison 2 Rennen gemacht. Also es ist, glaube ich, für mich einfach cool, mal wieder an der Startlinie zu sein. Ich habe jetzt keinen großen Druck oder dass ich mir jetzt speziell eine Platzierung vorgenommen habe, sondern einfach, ich habe Lust, mal wieder ein Rennen zu machen. Wir waren ganz rechts neben dem Team von Buschütten und das war richtig gut, weil wir wussten, da sind schnelle Schwimmer, da wird sicher ein Zug nach vorne weggehen. Und dann konnte ich auch gleich am Anfang, habe ich gesehen, dass rechts schon ein paar Schwimmer eben nach vorne gehen, hat sich schön eingereiht nach hinten und dann habe ich es geschafft, da mitzuschwimmen. Und hatte, glaube ich, echt eins der wenigen Rennen, wo ich mal keinen Schlag irgendwie abbekommen habe und konnte echt voll frei schwimmen und bin dann ganz vorne mit in der ersten Gruppe aus dem Wasser gekommen. Also ich muss sagen, das Radfahren hat mich ein bisschen genervt. Das ist ja immer so ein Ding, ob die Radgruppe funktioniert oder nicht. Also wie viele Leute dann tatsächlich mitarbeiten oder welche auch nicht. Und ja, für manche Teams war es dann doch nicht so relevant, ja, den Vorsprung weiter auszubauen, weil sie schon ihre Athleten alle vorne drin sitzen hatten. Und dann waren es doch leider eher wenige, die da mitgearbeitet haben. Aber wir konnten zum Glück den Vorsprung relativ halten. Von dem her, das hat dann schon gepasst. Also ich hatte gleich beim Laufen gute Beine am Anfang, bin dann erstmal losgelaufen und dann wurde es schon hier am Marktplatz bei der zweiten Runde, glaube ich, hatte ich so eine kleine Tiefphase, da war es echt richtig hart, aber gegen Ende habe ich mich auch wieder richtig gut gefangen. Habe dann schon so zugerufen bekommen, ja jetzt irgendwie 9. oder 10. Und dann wusste ich schon so, oh cool, und dann waren ja auch die letzten Meter auch noch mal richtig gut und dann bin ich als 10. auch wirklich ins Ziel reingelaufen, also mit der Top-10-Platzierung. Jetzt nach so langer Zeit mal wieder im Bundesliga-Rennen war ich jetzt echt mega zufrieden. Das Schwimmen war dann eigentlich gut. Ich hatte eine gute Position, habe gleich mich ein bisschen absetzen können. Vor allem auf dem Rückweg konnte ich noch ein bisschen vorschwimmen, habe eigentlich auch schon gesehen, dass da eine kleine Gruppe sich abgesetzt hat. Und von dem her war ich im Schwimmen jetzt erstmal sehr zufrieden. Ich bin, glaube ich, als 10., 11. aus dem Wasser. Also ich musste am Anfang eine kleine Lücke schließen, hatte aber ganz gute Beine, war jetzt nicht mega frisch, aber ja, konnte eine gute Geschwindigkeit gehen, gute Watt fahren und war dann auch vorne in der Führung mit dabei. Habe dann aber leider schon gemerkt, dass die anderen Jungs ja, nicht ganz so fit sind und jetzt nicht so das Tempo halten konnten, wenn ich aus der Führung rausgegangen bin. Von dem her haben wir dann immer mehr Zeit verloren auf die Verfolgergruppe. Das war eine große Gruppe von ungefähr 20 Athleten und ja, die sind dann auch in der 3. oder Ende 4. Runde aufgefahren. Das heißt, wir waren dann eine große Gruppe von 30 Athleten. Ich hatte leider beim zweiten Wechsel einen kleinen Sturz auf die Hüfte. Ich hoffe, das beeinflusst mich jetzt auch nicht zu sehr, aber ich habe es vor allem eben im Wechsel dann wichtige Sekunden verloren und bin an Position 25 oder so aus der Wechselzone gelaufen. Musste dann den ersten Kilometer erstmal enorm hart anlaufen und habe mich dann in die Top 10 vorgearbeitet und bin dann auf Platz 8, glaube ich, eigentlich mehr oder weniger den Rest der 5 Kilometer zu Ende gelaufen. Und jetzt kommt auf Simon Henselach. Junge, das ist ein Applaus. Der Mann aus der Region, der so viele tolle Rennen uns schon gezeigt hat. Mit Platz 8 bin ich eigentlich zufrieden. Das ist, glaube ich, meine beste Bundesliga-Platzierung auch. Ich war zwar schon einmal Dritter beim letzten Rennen, aber das war ein kürzeres Format. Das zählt nicht so ganz, finde ich. Aber ja, ich denke, wenn ich schön vorne mit rausgelaufen wäre aus der Wechselzone, dann wäre noch mehr drin gewesen. Max Lemke, Kanu-Rennsport. Oliver Zeitler, Rudern. Wo ist mein Coach? Ja, heute dann gegen den frisch gebackenen Olympiasieger im Kanu anzutreten, wird sicherlich interessant.
Olli und ich haben ja mal in einem Interview gesagt, dass wir gerne mal ein Duell hätten, wo wir quasi die Sportart tauschen. Das heißt, ich steige ins Ruderboot und er ins Kanu. Und ich habe gehört, wir fahren so 300 Meter. Bin gespannt, wie es wird. Habe noch nie in einem Ruderboot, zumindest nicht im Einer gesessen. Und ich weiß nicht, ob Olli schon mal in so einem Kanu gesessen hat. Nö, das ist komplettes Neuland für mich. Ich lasse mich wirklich heute überraschen, was da rauskommt. Ich glaube, wir sind uns beide noch nicht so ganz bewusst, worauf wir uns eingelassen haben. Hier schauen, dass ich gerade bin. Genau. Dann drehe ich hier immer. Genau. Beim Einsteigen beide mit einer Hand festhalten, hier drauf treten mit dem rechten Fuß, linke Bein hinterher und zack und hinsetzen. Ja. Und immer dran denken, die nicht loslassen. Wenn du loslässt, hast du verloren. Ja, okay. Ich glaube, ich brauche noch einen Moment. Ich weiß auch nicht, wie gut ich mich in diesem Kanu halten kann. Also von daher lasse ich mich wirklich überraschen heute. Okay, we have started the race. Max is currently in the lead, but Ollie is slowly but steadily passing him. This will be a very tight race, and remind that Ollie and Max changed their sports disciplines. Go Ollie, go Max! Okay, but now Ollie is taking the lead. You can see that he's very focused. Oh, he almost hit the buoy. Max is having a very steady pace. Both of them are very focused. I mean, they are both world champions, so hey. But you can see that Ollie is very steadily taking the lead. I think Max is struggling a bit more with the new discipline, but Ollie is definitely sending it full speed. Go Ollie! Go Ollie! Can you ride it that far? Oh, Max, you can catch it up! Go, Max, you can catch it up! Go, 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 go! Hey, Ollie, you have the lead! We are almost reaching the finish line. This is such an exciting race, I can't praise myself. Oh, but now Max is actually catching up. This can have a different turn to the race. This is, who will win, who will win? Ah, but Ollie will take the win and Max caught up, almost caught up. Das war echt knapp, ey. Das war echt knapp. Vor allem, weil ich die ganze Zeit einfach... Ich bin da hinten auf Land gefahren. Ja, ich wusste nie, ob ich vorne war. Also, weil er halt immer weiter weggefahren ist und ich mit der Leine zu kämpfen hatte, weil mein Boot auch nicht ganz gerade gefahren ist. Wir hatten beide heute ein bisschen Drall auf die linke Seite. Aber ja, es war ein schönes Event auf jeden Fall und es hat Spaß gemacht. Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht. Ja. Und hoffentlich bis bald mal. München ist ja auch eine schöne Stadt, da komme ich gerne mal. Ja, sehr gut. Dann sehen wir uns, ne? Ja. Machen wir es aus. Mach's gut, komm gut heim.